Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Und wir grüßen etwas leiser, weil wir jetzt auf den Hotelflur gehen. Oh, okay, hier merkt man wieder, in was für einer Welt wir leben. Wir sind in Singapur und die Luftfeuchtigkeit ist sehr, sehr hoch. Und gestern war es sehr, sehr heiß. Bedeutet, dass wir jetzt gerade aus dem Zimmer rausgehen. Eine Etage tiefer wohnen noch andere Menschen, die ihr heute sehen werdet. Wir gehen jetzt zum Frühstück und das gucken wir uns mal an. Kennen wir hier noch nicht. Und dann geht es heute in einen Freizeitpark und in den größten Freizeitpark von ganz Singapur. Und den einzigen. Aber Rewe, mein Markt. Was ist das denn? Been thinking about you day and night. I can't get enough. Oh, no. I can't lie. I love the way you're messing with my mind. I can't get enough of my sweet Madeline. You're the reason why I'm waking up smiling. Oh, my sweet Madeline. Soll da drin sein? Braucht man jetzt nicht. Was ist Singapur? Das geht doch gar nicht. Das habe ich nicht gedacht, dass ich das hier sehe. Cool. Man könnte meinen, wir machen Disney Cruise Line, man könnte meinen, wir fahren zu Disney, bei dem, was alles auf dem Weg hier ist, aber wir fahren nach Universal Studios Singapur. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dahin zu fahren und die schönste wäre wahrscheinlich die Seilbahn, das ist aber auch die maximal teuerste. Also nehmen wir die Premium Economy und fahren mit der Monorail, weil wenn es eine Monorail gibt, dann fahren wir Monorail. Was hat die Monorail gekostet, diese Monorail? Was kostet die Fahrt damit? $4 oder 4 Euro? 4 Singapur-Dollar. Keine Ahnung, wie viel das ist. Ich bezahle ja einfach nur 3 Euro. Ich gerade aus der Regie. Also auch wieder entspannt, tappst du einfach nur deine Kreditkarte vorne dran, kannst du nur durchlaufen und ist die ganze Sache erledigt. Und hier ist die Monorail. Let's go. Da ist sie hinter mir, die Universal Kugel, und hier ist der Eingang. Universal Studios Singapur, und wir haben, ich weiß nicht, es gab so eine geistige Umnachtung. Nachdem ihr das vielleicht von uns gesehen habt, Epic Universe in Orlando, wo wir die VIP Experience gebucht haben, haben wir für die Universal Studios Singapur die VIP Experience gebucht jetzt. Die aber auch deutlich günstiger ist als das, was in Epic da aufgerufen wurde. Und da wir jetzt nicht so viel Zeit haben und überhaupt, haben wir uns gedacht, ja, dann machen wir das mal und gönnen uns das und gucken uns das heute mal ein bisschen exklusiver an. Es ist noch keiner hier drin.
So Leute, wir sind jetzt erstmal abgeholt worden. Also wenn du so einen Guide siehst, dann sagst du Hallo und schon mal im Park, bevor die Tore aufmachen. Hier gibt es dann einen Raum, wo es einen kleinen Snack schon mal zum Frühstück gibt, Getränke. Und dann ist ein bisschen so das Onboarding. Wir haben unsere Lanyards mit unseren Bändern hier, die ziemlich edel sind dafür, dass wir jetzt einfach nur so eine Park-Lanyards haben. Uns wurde auch gesagt, bei den kleinen Rides müssen wir das ins T-Shirt stecken, bei den großen müssen wir es sogar ausziehen. Er hat auch gesagt, was zu ist. Also wir werden keinen Full Count hier machen. Das wird auch, glaube ich, ziemlich ärgerlich sein, weil das eine, so wie wir das jetzt verstanden haben, der Suspended Multi-Dimension Coaster von Zamperla ist. Werden wir gleich sehen. Wir haben eine 6 Stunden Guided Tour. Ne? Und danach verwandelt sich dann unser Ticket in ein Fastpass. Mittagessen haben wir auch. Und es kommen aber wohl noch 2 Familien dazu, weil maximal werden die Gruppen mit 12 Personen voll gemacht. Und das kommt wohl heute genau aus. Yippie. Schauen wir mal. Ja, wir sehen gerade ein Video hier laufen, wo es danach aussieht, dass es das ist. Also egal, was bei Jurassic auch zu ist, ob es jetzt der Coaster ist oder das Rafting, ist beides ärgerlich, weil ich glaube, das Rafting auch hier sehr, sehr cool ist. Schauen wir mal. Steckst du nicht drin, 365 Tage Parks, da ist irgendwas entweder gerade in Maintenance oder es kann natürlich auch was Größeres sein, wo du vorher nicht drin steckst. Naja. So Leute, wir sind auf unserer VIP-Tour. Wir haben den ersten Stop, Transformers 3D, und sind die Attraktion gefahren und sind jetzt am Ende. Und es geht nicht weiter. Und Tatsache haben wir eine tolle Gruppe. Wir haben nämlich 6 ganz kleine Kinder dabei. Und jetzt sitzen wir 4 Erwachsene hinten. Erwachsene, Alter, wie das klingt. Die alten Säcke hier. Ja, und die 4 sind unsere Gruppe. Die eine rastet komplett aus schon. Ja, keine Ahnung. Es gab noch keine Durchsage. Wir sehen den Ausstiegsbereich, aber da sind wir noch nicht vorgerückt. Wir wären lieber dann weiter im Ride und würden da evakuiert werden, statt das jetzt hier. Oder wie auch immer das jetzt laufen soll. Wupp, wupp, wupp. Ansonsten coole Attraktion, die man ja zuhauf schon gefahren ist. Danach soll es eigentlich zu einer Achterbahn gehen. Hallo, lassen Sie mich raus. Oh.
beide Seiten Battlestar Galactica gefahren, Human und Scion. Vekoma, einmal Suspended, einmal Sit-Down-Coaster, die sich duellieren. Spannenderweise war der Sit-Down-Coaster mal mit 4 Plätzen nebeneinander. Das war aber zu schwer für die Struktur. Man hat jetzt nur 2 Plätze nebeneinander. Der Zug ist aber genauso breit wie vorher. Ja, gut fahren ist so relativ, aber es fährt ja auch nicht schlecht. Sehr viele positive G-Kräfte. Die Sit-Down-Geschichte etwas entspannter. Die Suspended-Version macht ein paar mehr Inversionen. Wir müssen da gleich noch Einzelmeinungen reinholen, weil wir uns aufgeteilt haben in erste und letzte Reihe. Sind beide Seiten nacheinander jetzt auch direkt gefahren durch den Sneak Peek Eingang. Ziemlich cool auch so diese Station, die ja dreieckig eigentlich ist, also eigentlich nicht, aber ja, die fahren dann nebeneinander raus, sind aber ziemlich weit auseinander, die Stationen. Die Operator teilen sich eine Booth, aber schicken die Züge nicht gleichzeitig los. Das ist ein bisschen schade. Wir hatten aber bei der ersten Fahrt Glück, dass wir da Timing ein bisschen zufällig gleichzeitig unterwegs waren. Bei der zweiten waren wir allein unterwegs. Hier ist noch Ranch of the Mummy. So, jetzt machen wir einen kleinen Pipi-Stop und dann geht's zur Oldtimer-Bahn, bevor es dann, glaube ich, zu Ranch of the Mummy geht. Aber erstmal Pipi. Sieht nicht so aus. Der fällt schon in die Schiene. Oh, eine S-Kurve. Oh, geil, ja. Ui. Ich dachte gerade schon, wir fahren jetzt wieder in die Station. Vorsicht, da sind Kobren. Noch mehr Kobren. Oh. Aus dem Kobrin gemacht. Das ist ein Crocodile. Ist das ein Krokodil oder ein Alligator? Oh, der kommt schon hinter uns her. Oh! Jetzt können wir wieder, ne? Hier können wir auch hoch. Die fliegen ganz. Mach ich zu schnell? Nicht so schnell, Jackie, sonst kotzt du wieder. Oh, da ist die Achterbahn. Oh, der Kakerlachs. Der da? Das ist aber wirklich immersiv überzeugend. Also dieser Skarabäus-Teppich da. Oh nein. Oh nein. Haben wir nochmal Glück gehabt. Hast du denn noch mehr Skarabäen? Oder ein Boot? Oh Gott. Auf den Walzen die. Ich bringe uns sicher raus, keine Sorge. Schneller bitte. Bleib brav. Aber guck mal, die sind echt schon geschmolzen. Oh nein. Da ist das Schloss. Das ist Disney. Das ist das Schreckschloss. Oh, jetzt geht's los hier den Berg hoch. Boah. Aber lenken tut er fantastisch. Oh, das ist schon vorbei. Eigentlich. Jo, wir sind Treasure Island gefahren, die Oldtimer-Bahn hier. Das war ganz süß und lustig und andererseits aber auch ein bisschen unterwältigend. Hätten wir jetzt die angeschlagenen 25 Minuten dafür gewartet, wäre es ein bisschen schade gewesen. Und sind danach hier direkt zu Revenge of the Mummy. Wow. Das ist ja gar keine Interminanlage. Ist es nicht? Nein. Was ist es denn? Premier Rides.
Der war bestimmt immer beim Kannst du, die Kamera läuft. Moritz hat gerade gesagt, damit sind wir alle Revenge of the Mummies weltweit gefahren. Wir haben leider kein Schild vorbereitet, aber damit hätten wir das auch abgehakt. Hier war auf jeden Fall die Fahrt echt cool, hat Spaß gemacht, sehr dynamisch. Andererseits haben sie jetzt inzwischen hier das Feuer weggespart. Sie begründet das, also unsere Tourguidin begründet das mit Veränderungsmaßnahmen und dass man so überlegt, was man anders machen kann und besser oder schlechter oder whatever. Ja, keine Ahnung. Aber sonst, ein cooler Ride, aber das Feuer, das fehlt einem schon. Und augenscheinlich geht es jetzt als nächstes Richtung Jurassic Park. Und hier dreht auf jeden Fall ein Coaster seine Runden, der auf jeden Fall spannend ist. Und zwar von Setpoint gebaut wurde. Canopy Flyer ist das, glaube ich. So, das Rapid Adventure ist geschlossen. Das ist ärgerlich. Das ist nämlich das Rafting hier. Ich glaube, das war hier ganz cool. Das ist heute geschlossen. Auch wenn ich kein Rafting-Fan bin, aber hier der Coaster, der wäre auf jeden Fall super interessant. Gebaut, wie gesagt, oder habe ich es schon gesagt, von Setpoint. Das sind die auch den Donkey Kong Ride in Universal gebaut haben, also in Osaka, in Japan und in Epic jetzt auch. Ja, schauen wir mal. Das ist eine sehr spannende, interessante Suspended-Geschichte. Das ist kein Universal Express. Aber wir dürfen das jetzt zweimal fahren, weil man ja einmal vorwärts fährt und einmal rückwärts fährt. Kann man aber anfassen, wenn man das will, ne? Nee. Yo, crazy Coaster auf jeden Fall. 2 Leute nebeneinander, 2 Leute hintereinander. Das Ganze ist dabei aber... hier ist die ganze Area gesperrt. Ah, genau. Water Royalties Show, die ist auch nicht. Die wäre jetzt quasi hier hinter uns. Und auf jeden Fall beim Coaster nochmal. Du hast halt so ein Single Rail, aber 2 übereinander. Und 2 Leute nebeneinander, 2 Rücken an Rücken. Der Wagen ist aber kein Wagen, eigentlich ein Zug, weil die beiden Elemente separat voneinander schwingen können. Es gibt einen Schoßbügel, der ist nochmal mit dem Gurt gesichert und der ist halt an der einen Seite offen nach innen. Dann ist der ziemlich überschaubar, eine ziemlich kurze Sitzfläche. Dadurch hast du ein extrem freies Fahrgefühl einfach.
Und der rechte Platz im Wagen hat dann ein Beckengurt, damit kleinere auch mitfahren können und dann nochmal extra gesichert sind. Macht Spaß, rückwärts ist auf jeden Fall ein bisschen aufregender. Und ich habe jetzt keine Ahnung, was ich erzählt habe, was wir jetzt tun. Wir gehen irgendwo hin. Moritz hat es auch nicht mitbekommen und der hat nichts erzählt. Okay, ich höre gerade, wir machen jetzt den Junior Coaster von Vekoma, weil in 20 Minuten ist unser Meet and Greet mit Shrek, das hat Moritz sich gewünscht. Und danach geht's zum Mittagessen. Mir fällt gerade auf, dass ich eine ganz besondere Sache gar nicht erzählt habe. Heute ist dein Geburtstag. Unsere 6 Kids haben sich nach der Fahrt bei Transformers verabschiedet. Die haben gesagt, nö, wir haben ja eh einmal Fastpass, jetzt machen wir einfach alleine weiter und sind weggelaufen und haben sich abgemeldet. Weiß ich nicht, wie schlau das ist. Ja, der Zamperla Multidimension Suspended Coaster bleibt geschlossen. Der macht zwar Testruns, aber die Bahn ist heute offiziell im Maintenance und da macht man natürlich auch Testruns. Das macht natürlich, wenn man es nicht weiß, immer einem Hoffnung auf mehr, aber die hat sie uns schon genommen. Er ist irgendwie auch gestaltet, glaube ich, nach dem gestiefelten Kater. Schade, aber man braucht ja auch einen Grund wiederzukommen. Bla. Jetzt? Nee, no, not here. Oh Leute, was eine G-Keule der Coaster, obwohl das ein Standard Vekoma Junior Coaster war. Wir wurden jetzt quasi im Shop geparkt, um uns abzukühlen, weil es echt unfassbar heiß ist. Und da muss ich aber euch mal was zeigen, was hier im Shop ist, nämlich einfach ein Riesenrad. Und dann auch noch eins, was echt cool aussieht und hier bis nach oben geht. Und natürlich davon Shrek angetrieben wird. Also aktuell ist in Singapur halt wirklich unglaublich heiß und die Luftfeuchtigkeit ist hoch. Wir schwitzen uns hier auf jeden Fall gut einen ab. Ich glaube, wenn man dir so einen Hut anzieht, siehst du auch ungefähr so aus. Ja. Okay, let's go and take a photo. Wir sind, nachdem wir gerade das Meet and Greet mit Shrek hatten, irgendwie noch in die Sesamstraße reingestolpert. Da gibt es nämlich hier einen Dark Ride. Ich würde sie erstmal ein bisschen vergleichen mit Peter Pan vom Fahrsystem her im weitesten Sinne. Nur etwas träger, dafür eine breitere Schiene. The same. Da grätsche ich jetzt nirgendwo rein. Ja, erstmal ein Wodka aufs Haus. Going to space in that thing. Good luck.
Save the day! Time to go back home! And now, it's time for lunch! Ich beende das dann noch kurz. Und zwar retten wir nicht wie in Spanien die Kekse oder die Welt, damit wir den Keks finden, sondern wir müssen die Spaghetti finden und dafür müssen wir ins All reisen. Die Story ist dünn, dementsprechend lang ist auch der Ride, nämlich irgendwie auch gar nicht, weil sehr schnell wieder vorbei, hatte ich das Gefühl, aber süß. Also richtige Dark Rides mit richtigen Animatronics, die sind nicht herausragend fanden, das sind Figuren, ein bisschen Püppchen, die sich bewegen. Das ist ganz cool und jetzt sind wir gegenüber quasi beim Lunch und haben ein Buffet. Und hoffen, dass die anderen Gruppen auch kommen, weil noch sind nur wir 4 hier. Genau, wir müssen gleich noch gucken, was wir machen, weil Unwetter zieht auf und sie ist sehr froh, wenn wir irgendwie noch die großen Rides noch mal machen wollen, weil die Gruppe ja eigentlich größer ist, das Ganze sonst länger dauern würde und so huschen wir gerade überall viel zu schnell durch. Ist jetzt auch nicht schlimm. Ist halt schade, dass irgendwie so 2 Major-Sachen und eine große Show heute halt nicht laufen. Das hätte alles ein bisschen einfacher und sinnvoller gemacht. Steckst aber nicht drin. Weiter geht's, nächste Attraktion nach einem wirklich sehr guten Essen und ein bisschen entspannt Päuschen machen. Lights, Camera, Action und ja, das ist eine richtige Filmstudio-Attraktion. No, they are really awesome. I think it would be a bit scary if it's just Hello and welcome aspiring directors to Lights, Camera, Action, hosted by Steven Spielberg. Can you make some noise? Well, I know it doesn't look like much now, but trust me, this soundstage and what you're about to enter are just about the most incredible places on the planet. Producers and directors listening on stage, please move following sequences and action. Alright, Sam. Let's go to one of our tours in Midtown. They say it's going to be one of the storms of the century. What can you tell us? Das sind Shows, die liebe ich. Sowas ist richtig Universal, sowas ist richtig Filmpark. Sowas ist geil. Kein aller Bildschirmscreen oder sonst irgendwas. Richtig krass, richtig beeindruckend, wenn man es vorher noch nie gesehen hat. Geiler Blick hinter die Fassaden mal. Wenn der Uschi sich jetzt hier so einsetzt, dann filmen wir den.
Leicht, junge Frau, ihr Mentos. Oh, das drückt aber. Gehkeule. Meine Haare. Bei Lukas im Gesicht. Schön, wenn du gerade die Mission erledigt hast. Okay, look everybody. Lights, camera, action. Alright, future minions, I hope you thoroughly enjoyed my pre-recorded message. This one. High density lasers. They're very, very powerful. It will not hurt me a bit. Uh-oh, we have a problem. It appears that some of you have not showered in like a week. Gross. Not naming names, but it's those guys. Lucky for you, I'm in a bit of a time crunch. Hey, it smells like banana. These are also known as benches. It says here, don't take pictures or videotape. Wait, what's videotape? It means no movies. Once in your seats, you remove everything from your lap, including children. And then the lap bar will come down. It's lab assistant. This is where things get good. We're gonna give Brew his breath. Jo, also, wir sind jetzt stehe ich hier in einem kleinen Stau, weil hier eine Schlange für ein Foto ist. Wir haben den kleinen Flatride mitgenommen und sind noch ein bisschen im Kreis gefahren jetzt gerade, nachdem wir diese unfassbar coole Film, also hier Lights, Camera, Action gesehen haben und sind dann jetzt im Minions-Bereich, hatten Meet and Greet mit den Minions und waren natürlich jetzt auch bei Minion Mayhem drin. Ein Ride, den ihr auch alle schon hier aus den Videos kennt, den es in allen Universals gibt, die wir bis jetzt besucht haben und quasi werden wir in Minions verwandelt, um Groot zu helfen und das tun wir dann auch. Dann geht das Ganze natürlich nach einem katastrophalen Start gut, aber es gibt wieder eine kleine Fehlfunktion und wir sind wieder Menschen, keine Minions mehr. Aber der Humor von den Minions, wer den kennt, wer ihn mag, wird damit auf jeden Fall seinen Spaß haben und, boah, Gottes Willen, Alter, ist das heiß und hell. Ja, und ja, ist halt ein großer Simulator, Wackelsitz mit einer großen Leinwand. Wem so Rides gefallen, cool. Er holt mich nicht so ab, aber ist gut gemacht, von daher und lustig. Pre-Show ist sehr lustig, auch ein paar coole Dinger mit drin. Da gibt es einen der Gäste, die anstehen, der sich nicht geduscht hatte, der wird dann revealed quasi. Ja, das ist schon ziemlich cool. Damit sind wir, glaube ich, auch alle Rides durch, die man heute machen kann. Außer vielleicht das Karussell haben wir nicht gemacht. Den Dino Flyer, das Karussell auch nicht. Aber wie gesagt, das Jurassic Park Rafting ist leider geschlossen. Der andere Coaster ist leider geschlossen. Und die Show Water World ist auch leider geschlossen. Bedeutet, dass wir wahrscheinlich jetzt nochmal die beiden großen Achterbahnen fahren werden. What's happened? You need to tell them a story. Sure. A long time ago in a galaxy far, far away. Ein Schloss. Herrlich. Ist das frech.
Also wir sitzen jetzt schon also ich habe eine Sache verdrängt. Wir machen Shrek 4D noch. Die haben es hier immer noch und noch keine Moving Walkways Attraction zum Rumballern. Wir wurden gerade einfach in die erste Reihe gestellt, in die Mitte, um uns die Pre-Show anzugucken, die schon angefangen hat. Wir kennen die Story auch alle. Und wurden jetzt früher aussortiert und einfach auf die besten Plätze in die Mitte gesetzt. Und jetzt gleich kommt der Rest. Ich hoffe, es wird noch dunkel, weil das ist echt unsexy, einfach den weißen Wänden. Aber Moritz hat auch schon gesagt, du kannst dann besser die IP wechseln. Hier, weiß ich, ist ja gar nicht mehr so schlimm. Der Lukas hat doch gerade irgendwas gedrückt. Ja, aber das ist jetzt immer noch nicht schön. Ich muss immer aber die Leute aufregt, die nicht durchgehen. Ja, Lukas würde jetzt sagen, abreißen. Tut er aber nicht. Möchte er behalten hier, das habe ich gar nicht eben drauf gehabt. Hier ist der Eingang zu Waterworld ziemlich groß drauf. Das ist ja crazy. Das ist ja auch der Ausgang von dem anderen Coaster, den wir gerade noch gefahren sind. Ja, und jetzt geht's für uns nochmal zu Mummy und zu Battlestar Galactica für Rewrites. Und ja, schauen wir mal, was wir danach machen. Auf jeden Fall fahren wir das jetzt nochmal, solange wir noch Tracy, Juicy, was weiß ich, wie die heißt, dabei haben. Eternity. Wir sind jetzt nochmal Revenge of the Mummy gefahren und haben uns gedacht, das ist eine gute Idee. Lukas hat sich das gedacht und wir durften jetzt nochmal Rewrites machen. Und Revenge of the Mummy hinten, letzte Reihe, noch intensiver. Ja. Ne? Also war schon nicht schlecht. Also muss ich sagen, der Achterbahnpart, der kommt schon gut, finde ich. Hat Spaß gemacht. Am Ende haben wir geklatscht. Alle anderen ließen sich anstecken. Fanden wir gut. Jetzt geht's weiter zu Battlestern, Kampfstern, Galactica. Nee, danke. Kampfstern, Galactica. Und da gucken wir mal, welche Seite wir jetzt als erstes machen. Welche sollen wir als erstes machen? Chylon? Human? Ja, machen wir jetzt auch nochmal. Okay. So rum oder machen wir es andersrum? Change oder was? Ja. Ja, beide machen wir. Welche machen wir zuerst? Okay, das lassen wir Joyce entscheiden. Und ja, und wir tauschen jetzt. Diesmal gehen wir nach hinten und ihr nach vorne. Ich habe eben Juice gesagt. Juice? Saft bringt uns jetzt zu Battlestar Galactica. 40 Minuten zur... Ich finde, hier ist es auch wieder sensationell sauber, oder? Also ich meine, da lag gerade so 2 Dinger in der Queue. Aber so im Vergleich zu jedem anderen Universal, also in Amerika wäre jetzt alles voll Popcorn hier. Das ist schon schön. Sauber. Sauber. Wie findest du es hier? Lukas, wie findest du es hier? Das ist ganz schön. Dir gefällt's? Ja, es ist jetzt nicht der größte Universal Park, aber ich meine, hier hat man schon eine gute Zeit. Also jetzt ist jetzt keine extraordinäre Attraktion, die man wirklich feiert bis zum Ende mehr. Außer natürlich Lights, Camera, Action. Danke, dass der Boden noch ist. Also ein leichter Stilbruch ist hier drin, ne? Ja.
Battlestar Galactica beide Bahnen jetzt nochmal gefahren, Human und Siren, und ich muss sagen, das sind eher Front-Row-Bahnen. Ja, Human ist beliebt, da gerade 70 Minuten ist der Sit-Down die entspanntere Variante. Ja, der Zug quält sich da schon so ein bisschen durch die Strecke und hat gar nicht so viel Bock da zu sein. Und dann bin ich jetzt beide Seiten hinten gefahren, wir haben einmal durchgetauscht. Die erste Reihe eben gefahren sind jetzt letzte Reihe gefahren, die letzte Reihe gefahren sind jetzt erste Reihe gefahren. Ja, und Zion, da ist auf jeden Fall auch ein Gehkräftegewitter. Und wir gehen jetzt nochmal vorne in unsere Special Lounge und graben uns nochmal einen Drink. Und dann gucken wir mal weiter, was wir jetzt noch machen. Sind auf jeden Fall jetzt alles gefahren, was es zu fahren gibt. Haben alles gemacht, was es zu machen gibt. Jetzt gibt es noch irgendwie irgendeine Sing-Along-Show, das wir jetzt nicht haben. Genau. Und Main Street übrigens auch hier überdacht, was auch nicht schlecht sein kann, wenn dann irgendwie dieses subtropische Wetter reinkickt. Genau, aber erst mal was trinken bei der Hitze und der Luftfeuchtigkeit. Meine VIP-Experience bisher bei Universal Studios Singapur war gut. Also tatsächlich, also an der Experience selbst kann man jetzt nicht meckern, finde ich. Also da wüsste ich jetzt nicht, was ich da negativ fand. Aber wir hatten jetzt halt wirklich das Glück, dass wir halt das quasi exklusiv hatten, ohne exklusiv gebucht zu haben. Das war natürlich doppelt gut, weil dadurch muss man sich jetzt nicht mit anderen arrangieren. Wenn ich jetzt Lust auf die erste Reihe habe, wenn ich gefragt werde, was für eine Reihe ich will, dann muss ich nicht warten, bis 6 andere Kinder oder Leute vielleicht auch die erste Reihe gefahren sind. Das fand ich zum Beispiel jetzt sehr gut. Das war aber einfach Glück. Da hat jetzt das Schicksal war uns gnädig. Und ja, also hat mir wirklich gut gefallen. Und man hat halt gute Vorteile. Das Essen war wirklich lecker. War sehr gemütlich auch da, wo wir saßen. Auch ruhig, nicht so stressig und überladen. Hat mir gefallen. Dann gib mal die Rede. Ich gebe weiter. Ich kenne die Frage nicht. Wie war's? Ich fand's cool. Also es ist natürlich ein anderer Universal Park als die anderen. Aber es war natürlich sehr, sehr entspannt dadurch. Also du kommst schon rein in den Park, hast keinen Stress, gehst an allen vorbei, bist dann hier in der AC, wenn alle anderen da vorm Gate, alle anderen vorm Gate stehen. Ja, und dann auch im Park war es richtig cool. Also Kung Fu Panda. Po heißt der, glaube ich. Mein Highlight war tatsächlich Lights, Camera, Action, weil das ist halt so, in Hollywood und in Orlando gibt es das Ganze nicht mehr und ja, das einfach nochmal gesehen zu haben, so dieses klassische Universal Ride the Movies, das war schon richtig cool. Ja. Ich fand es auch sehr schön. Danke. Nein. Abreißen. Ey, das habe ich dir nicht einmal gesagt, das möchte ich betonen, ja. Und das ist, ja. Nein, ich finde das auch sehr schön. Also wir haben ja auch um 10 Uhr angefangen und wir sind jetzt um 10 vor 3 wieder hier gewesen, mit Essen einer Stunde. 10 vor 4. 10 vor 4, stimmt. 6 Stunden sollte das Ganze gehen. Und wir sind mehrere Sachen nochmal gefahren. Wir haben Character Picks gemacht und wir sind eigentlich wirklich alles gefahren. Gut, dass jetzt die eine Achterbahn zu ist, das ist manchmal so, aber der Park hat jeden Tag auf, also muss man da durch. Ja, aber war schön gut. Unsere Dame war sehr gut, fand ich. Ja. Nur die Fragen beantwortet sie anders, als man denkt. Aber die beantwortet sie immer. Ich habe einen neuen Rekord im Schwitzen aufgestellt, glaube ich. Nee, eigentlich nicht, war schon schlimmer. Das mit den Fragen beantworten, das ist halt so ein Ding, oft in asiatischen Ländern, dass man immer eine Antwort hat, auch wenn man sie nicht kennt. Und als bestes Beispiel ist, wie lange ist Battlestar Galactica, Battlegate Statica, wie lange es diese Attraktion schon gibt, ist die richtige Antwort nicht 90 Sekunden. Ich habe vorher schon Bilder gesehen. Wir sind nicht so in das Opening reingeplatzt, wie sie getan hat. Aber sonst hat sie das alles sehr souverän gemacht und uns gut durch den Park. Wir werden immer gefragt, ob alles okay ist, ob die Fahrt okay war, ob uns das gut geht, ob wir nochmal wollen oder nicht und wie und wo und das sehr gut gemacht. Und es ist nicht so teuer wie in den USA, was wir da gemacht haben. Trotzdem ist es natürlich im Verhältnis zu einem einfachen Eintrittsticket viel Geld, aber du kriegst echt viel dafür und hast eine gute Zeit und die Garantie, alles zu fahren, und vor allem kannst du dir auch keinen Expresspass kaufen für die meisten Sachen, die wir mehrmals gemacht haben. Das geht dann nur mit dieser VIP-Tour. Und ich glaube, damit haben wir alles richtig gemacht. Und andererseits haben wir jetzt gleich schon 4 Uhr und
das wäre, glaube ich, jetzt nicht so ein schöner Tag geworden. Obwohl es gar nicht gefühlt nicht so voll ist, beziehungsweise die Wartezeiten gefühlt nicht so hoch sind. Das beliebteste ist hier wohl Transformers. Das verstehe ich nicht. Es gibt eine Wortmeldung aus dem Publikum. Also ich hatte neben der 90-Sekunden-Frage, die gerade beantwortet wurde, auch noch die Frage, ob Battlestar Galactica beliebt ist in Singapur, weil in Deutschland würde ich sagen, würde der Moviepark jetzt eine Battlestar Galactica Achterbahn bauen, wäre das Ganze erstmal komisch. Hier ist es tatsächlich so, dass die Antwort von ChatGPT, die Serie ist international sehr erfolgreich und von den Kritikern gefeiert. In Singapur selbst ist sie aber kein Mainstream-Hit. Viele Leute kennen sie gar nicht oder nur oberflächlich. Zitat von Reddit: Viele Leute fahren die Achterbahn und kennen die Serie gar nicht. Ne? Ich habe als Antwort bekommen, ja, diese Attraktion ist sehr beliebt im Park. Vielen Dank auch an Fusty und wir sehen uns gleich wieder. So Leute, da sind sie jetzt auch wieder von Kung Fu Panda, der Tiger, wo ich keine Ahnung habe, und Po, der ist der wichtigste von allen, da kommt er nochmal. Oh mein Gott! So, das einmal dazu. Heute so viele Charakterfotos und Meet and Greets gab wie noch nie zuvor in meinem Leben. Die anderen sind gerade noch ein bisschen im Shopping-Rausch, ein bisschen unterwegs. Ich habe gerade schon mal ein bisschen mitgeguckt. Ja, es gibt ja noch mal Sachen, die ich cool finde, die sind aber dann zum Hinstellen und dann ich muss mich selber zügeln und züchtigen. Und ich wollte noch zwei, drei Off-Ride-Shots machen, die mache ich jetzt, dann treffen wir uns gleich wieder. Es ist natürlich gerade ein bisschen laut hier, die Musik, aber so ist das in Filmparks ja auch. Ja, spannender Park, irgendwie aber hat er nicht so krass viel zu bieten und nicht so, das haben wir auch gerade gesagt, du hast irgendwie keine Attraktion dabei, wo wir dann in vielen Jahren noch drüber sprechen werden, bis auf Lights, Camera, Action. Das hat uns alle richtig abgeholt, das ist so das Unscheinbarste in Anführungsstrichen, aber super cool und spannend gewesen jetzt für uns, für die Gruppe. Und ja, super viel Glück gehabt und ich bin jetzt hier, wo ich anfangen wollte mit Aufnahmen, deswegen tue ich das jetzt auch. Ja, das war Universal Studios Singapur.
Erfahrungsgemäß wisst ihr, dass man mir nicht alles glauben darf. Wir haben uns noch mal ein bisschen schlau gemacht mit der Seilbahn. Von hier aus müsste man jetzt mit dem Bus zu der Endstation fahren und da ist nicht klar, ob es dann ein günstiges Ticket gibt oder ob man dann auch das teure bezahlen muss. Also wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt, ihr ein bisschen so unterwegs seid und macht und tut, kann sich das lohnen, für unsere Zwecke jetzt nicht. Natürlich gibt es hier auch noch einen Lego Store, eine Hershey Chocolate World und irgendwas, Marine, Fische gucken mäßiges. Genau, und wir sind jetzt durch, haben alles gemacht, hatten eine richtig gute Zeit. Ein überschaubarer Park, dem halt echt irgendwie noch so ein richtiger E-Ticket-Ride fehlt. Wenn ihr wissen wollt, was es ist, verlinke ich euch gerne hier oben auch ein Video. Und fahren jetzt mit der U-Bahn wieder zurück. Also erstmal fahren wir mit der Monorail und dann fahren wir mit der U-Bahn zurück zu unserem Hotel. Machen uns mal kurz ein bisschen frisch, setzen uns zusammen, quatschen noch ein bisschen. Wahrscheinlich gibt es ein RCD-Bingo und dann gehen wir noch natürlich heute Abend was essen, das müssen wir ja auch noch. Was man übrigens auch hier machen kann, ist, weil euch ist das vielleicht aufgefallen, dass es keinen Harry Potter Bereich gibt im Park. Hier gibt es aber die Harry Potter Visions of Magic Experience, oder kommt da noch was? Oder? Nö, kommt nichts mehr, nur Visions of Magic. Sieht aber von hier aus ganz cool aus. So mit Birkenstock im Hintergrund. Kostet übrigens $60, wenn ihr das machen wollen würdet. Moritz jetzt nicht, da müsst ihr ein bisschen mehr zahlen. Aber eigentlich ist ja im Universal-Ticket mit drin, NBC Sports. Der stolze Schwert der Heldenbrust. Disney Adventure, fun-filled activities for all. Be captivated by world-class entertainment. Einmal wieder aus der Reihe, was sie mit SpongeBob machen, wenn die das Zimmer machen. Oh. Wie sicher wart ihr, dass ihr... Das ist schon so ein Rooftop-Pool in Singapur, hat schon vor allem Wasser. Also ich habe auf jeden Fall Mandrill Mayhem in Jurassic World of Adventure. Oh. Der gelaunchte B&M Wing Coaster. Das ist ein Ingo. Ingo, hat er gesagt. Ein Ingo, Aber was ist mit unserem Ingo hier? Beijing? Er ist bei Beijing. Schon wieder Beijing? Nein, ich habe den Wacky Worm in Jillian's Wonderland Pier, Ocean City, New Jersey, nicht mehr besteht. Gerade in Ocean City. Aber wir waren da, vielleicht ist er jetzt gerade erst nicht mehr bestehen. Go mal drauf. Nee, du musst erst drauf gehen. Auf die 8. Nein. Ich filme so lange hier hinten. Singapur, ne? Bis 2010.
Ich habe den Roter Blitz im Panoramapark in Kirchhundem von McBrides. Das ist ein Bingo. Wo gefahren? Im Panoramapark. Entschuldigung. Ja, nee, ich bin nicht im Panoramapark gefahren. Halt mal die Fresse, was will er damit sagen? In Milano. In den Europark? Ja. Da steht er jetzt. Ja. Aber die haben die Station versetzt. Also die haben die. Sonst heißt es nicht mehr We're Flying High. Ne? We're flying high. Hier ist auch Müll. Mein Auto. You're a late nighter. That's how we write a story. You're my borderline desire. What we got is twisted. Yeah. Crazy how you call me. Around 11:40. You trigger me, I can't control it. Man, life is funny. Wow, die chillen aber auch ihr Leben. Die haben keinen Stress. So, wir sind nochmal losgestratzt, um was zu essen, sind hier in sehr kuriose Gegenden gekommen, die man jetzt in Singapur nicht erwarten würde. Aber wir sind natürlich auch wieder da, wo keine Touristen unterwegs sind. Und dann gibt es Straßenkatzen, Ratten, Müll, Trunkenbolde auf der Straße. Und 3 Meter weiter haben wir natürlich jetzt ein Lokal gefunden, wo eingekehrt sind. Und wir haben uns jetzt gerade hier ein Kaltgetränk führen uns das zu Gemüte, nachdem wir Essen bestellt haben. Und Tiger ist ja hier so das lokale Bier. Heineken gibt es auch überall auf der Welt und Guinness ist jetzt auch nicht so besonders. Aber wenn du dann so eine Sachen wie Erdinger Weißbier auf dem gleichen Bierdeckel hast wie alles andere, wunderst du dich. Dann kommt aber Research Moritz, schaut nach und findet raus, dass die hier einfach den gleichen Vertriebspartner quasi haben in Singapur. Und wir wissen noch nicht, ob wir vielleicht doch einen Tower brauchen für Best Value, weil da ein Glaskorn drin ist, wo Lukas sagt, da kommt Eis rein. Und ich glaube, so wie sie eher zapft, kommen wir trotzdem nicht gut dabei rum, weil da mehr Schaum als alles andere ist. Gläser werden in Pints angegeben, Biertower werden in Litern angegeben. Keiner weiß, was passiert. Essen kommt gleich und das wird auch spannend. Bleiben Sie dran. Werbung. Dieter Reiter. Boah, der hat aber jetzt, da ist ja Power drauf, du. Hey. So viel hat Lukas jetzt schon getrunken. Ja, okay. Aber das wird auch nicht enger. Er ist stolz. Lukas trinkt alle Biere. Ich mache jetzt immer ein Foto, wenn Lukas ein Bier hat. Wir denken alle, du hast das alles gut.
bildschön, die Frau ist weg. So gemein war der wirklich noch nie. Das ist immer, wenn er ein bisschen zu viel getrunken hat. Das ist ja gemein. Aua! Ist das ein Wimper? Nee, das ist kein Wimper. Ja. Ein Wimpernschlag entfernt. Lukas, ist da ein Bürgersteig? Ja. Ihr lauft doch auf der Straße. Da ist kein Bürgersteig. Guck mal, die lügt. Hinterher, hier. Dem Biss ist Trampelfahrt. Freunde. Aber die haben Angst. Ach ja, von rechts. Ups. So. Nicht rechts rüber gucken, einfach rübergehen. Das ist ganz gefährlich sonst. Ist ja nicht schlimm, weil dich fährt keiner an. Autos sind hier selten. Links gucken. Oh, das ist so. Linksverkehr ist immer so tricky. Herzlichen Glückwunsch. 10.000 Euro Strafe. Ich meine, die drei Jungs haben es das mal gemacht. Die waren mit uns auf dem Bürgersteig. Wir nehmen sie jetzt mit in ein 7-Eleven. Uschi stellt jetzt einmal die Produkte vor. Are you open? Da gibt's Warsteiner. Warsteiner. Das 7-Eleven hat irgendwie gerade jetzt Break. Der 7 bis 11, aber dann gehen wir zum Hotel. Zu unserem? Was ist das? Ja. It's a flag. It's a Mops. It's a Mops. Okolyten. Er hat weniger gekriegt. Er weiß genau, wir wollen was kaufen, deswegen. Beeil dich mal. Ja, ist vor. Ja, es sind jetzt schon 8 Leute gegangen, ne? Das ist schon schlecht. Nee, aber Was machen wir jetzt? Ja, aber also er kriegt ja gerade Lieferung und es scheint die K-Lieferung zu sein. Ja, verstehe ich aber auch, dass es für ihn doof ist, ne? Warum? Oh, ich muss mal kurz hier durch. Händler. Lecco mio! Ist das eine Ratte? Mein Freund, da gehören goldene Felgen drauf. Ein Punkt kriegt er, das sind goldene Bremssättel. Das ist gülden. Oh, stark. Aber die Folierung ist schon echt stark. Ja, das ist die Highland, Entschuldigung. Playland. Aber muss ich auch sagen. Chicken Ring, Bro. Chicken Ring. Oh nein. Das muss doch wieder essen, oder? Oh nee. Hier sind so Pretzel-Dinger. Ja, vor allem die 23, das ist ja auch. Ja, ist das auch. Da ist er! Hast du gedacht, der kommt nicht? Ja. Gibt das Brown Sugar Boba für 3,50. Das hast du genommen? Wo ist denn der Rocket da reintun? Wie hast du auch von... Falsch schlecht. Du hast was? Die Chicken Rings? Ich habe die Chicken Rings. Das sieht irgendwie ganz anders aus. Nee, du hast das linke genommen, du hast die 44. Ich habe die 47, habe ich gewählt. Du hast die 47. Ja, da ist die 44 raus. Krieg ein Milo. Oh Mann. Oh. Ja. Soll ich dir noch das andere Es gibt Gewinner und es gibt Verlierer. Und es gibt dich. Kaffee. Uschi, was isst du da? Das ist die erste, nicht die erste Treppe, die du nicht schaffst. Ich habe hier einen Schokobecher. Schnell abgesetzt. Und da ist kein Löffel, kein gar nichts dabei. Cool. Naja, war aber günstig. Jetzt bitte. Was hast du dir geholt? Chicken Rings. Chicken Wings. Rings. Was steht da? Snack Pariser Eier. Maewa. Es ist zu intensiv. Ich finde es so künstlich. So, wenn du richtig eine Nase nimmst, ihr seid so vorsichtig, glaube ich. Oh. So, ich muss leider sagen, Lecker? kennt ihr Käsebällchen? Die schmecken jetzt nach Käsebällchen? Die fühlen sich an wie Käsebällchen und dann, aber ich finde es nicht schlecht. Käsebällchen. Ich finde es nicht schlecht. Wie? Ist die jetzt so käsig auch, oder? Nein, diese Konsistenz ist wie Käsebällchen. Schmeckt's nach Hühnchen? Oder? Du magst die Konsistenz nicht, aber... Knochenmehl? Ja. Das ist Knochenmehl. Das ist immer diese Ungeschmack.
Fleisch vom Geschmack machen, Ja. wenn man einfach Knochen und malt Rinderknochen und macht die dann. Ja, weil wie wenn du eine Suppe machst oder so, Das da ist hast du ja nicht auch den Geschmack vom feuerfrei, Fleisch, ne? der kommt von Knochen und Das ist sowas. auch was. Oh, ich finde die nicht so schlecht. Aber ich finde auch nicht so gut. Nee. Aber Konsistenz waren wir hier auch. Nee. Bro, Ja, kannst du bitte einmal sagen, wie die Tour heißt, auf der du dich gerade befindest? Turborg. Ja, aber Leute, das ist der Windbeutel des Jahres. Ja, 490 Milliliter statt 500. Die Dose tut so, als ob die 500 wäre. Und die finden das alle noch, die finden das auch noch witzig. Ja. So Leute, wir haben 2 Uhr, wir gehen ins Bett. War gerade noch bei den Jungs. Die müssen in 2 Stunden aufstehen, weil die dann nach China fliegen. Wir müssen um 8 Uhr draußen sein, fertig mit allem Pipapo, weil es dahin geht, was ihr im nächsten Video seht. Bis zum nächsten Video von dieser Tour.